Befeni. Richtig Maß nehmen. Schritt 1. Die Schulterbreite. Lege deine Hand flach auf den Arm der Kundin. Dort, wo deine Hand die Schulter verlässt, ist der erste Messpunkt. Markiere diesen Punkt vorsichtig mit einer Stecknadel und wiederhole diesen Vorgang auf der anderen Körperseite. Danach kannst du einfach den Abstand zwischen den beiden Stecknadeln messen. Das ist dann die Schulterbreite. Schritt 2. Die Armlänge. Miss einfach von einer der beiden Stecknadeln bis zum Ellenbogen und weiter bis zum Handgelenksknochen. Zu diesem Wert einfach etwa 4 cm hinzuzählen, je nachdem, wie lang die Kundin den Ärmel haben möchte. Schritt 3. Das Handgelenk. Beim Handgelenk das Körpermaß der Kundin nehmen. Das Maßband also recht eng auf dem Körper anlegen. Schritt 4. Die Blusenlänge. Kurz über dem Schlüsselbein der Kundin anfangen und das Maßband über die Brust bis zur gewünschten Blusenlänge messen. Wir empfehlen eine Länge bis ungefähr zum Schritt. Schritt 5. Der Halsumfang. Das Maßband locker um den Hals der Kundin legen. Etwa einen Finger breit zwischen Hals und Maßband lassen. Schritt 6. Die Brusttiefe. Starte auch hier kurz über dem Schlüsselbein und miss bis zur größten Erhebung der Brust. Schritt 7. Der Brustabstand. Einfach den Abstand zwischen der Brustmitte rechts zur Brustmitte links messen. Schritt 8. Der Oberarm. Beim Oberarm das Körpermaß der Kundin nehmen. Das Maßband also recht eng anlegen. Schritt 9. Die Taille. Auch bei der Taille, also der engsten Stelle am Oberkörper, bitte einfach das Körpermaß nehmen. Schritt 10. Die Hüfte. Bei der Hüfte ebenfalls das Körpermaß nehmen. Schritt 11. Die Brustbreite. Hier bitte nicht den Umfang messen, sondern nur die Breite. Gemessen wird von der linken Naht der Bluse bis zur rechten Naht. Sollte deine Kundin keine Bluse tragen, dann denk dir einfach eine Naht. Wichtig ist nur, dass du im nächsten Schritt denselben Punkt nimmst, um die Rückenbreite zu messen. Im Zweifel nutze hier wieder deine Stecknadeln. Schritt 12. Die Rückenbreite. Hier ebenfalls nicht den Umfang messen, sondern nur die Breite. Von der linken Naht der Bluse zur rechten Naht. Bitte auf der gleichen Höhe messen wie zuvor die Brustbreite. Schritt 13. Der Unterbrustumfang. Der Unterbrustumfang wird direkt unter der Brust gemessen, dort wo der BH-Bügel verläuft. Hier bitte wieder den kompletten Umfang messen. Wir benötigen das Körpermaß, also bitte eng messen. Das war zu schnell? Eine detaillierte Anleitung gibt's unter www.befeni.de/Damenbluse. Viel Spaß beim Ausmessen!